Drogen verbreiten. Ja, ja. Drogen verbreiten und Ja. Raubüberfälle, sonst irgendwas. Also nicht nur der Oma das Portemonnaie klauen oder so. Nee, oder nee, nee. das Also nicht. waren schon geplante Sachen. Ja. Ja, herzlich willkommen zu True Life Stories mit Damaris Kofmehl und heute bei mir zu Gast wieder ein ganz besonderer Mensch. In Psalm 108, Vers 5 steht: Denn deine Gnade reicht, so weit der Himmel ist, und deine Treue, so weit die Wolken gehen. Und diese Treue hat Georg erlebt, und das, obwohl er Teil einer kriminellen Gruppe war und Gott ganz bewusst den Rücken zugekehrt hat. Ja, herzlich willkommen bei mir in der Sendung, Georg. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Hallo. Ja, danke. Ja, du bist ja 1983 in Russland geboren, ist das richtig? Genau. Und ja, bei deiner Geburt, so gingen die Schwierigkeiten bereits los. Was Ja. ist denn da passiert? Also ich bin in einer angehenden Ärztefamilie reingeboren. Ja, meine Eltern haben gerade Medizin studiert. Und ja, und dann kam der Schock für sie, dass ich einen angeborenen Herzfehler habe. Bin dann immer wieder blau angelaufen, weil mein Blut hat sich vermischt. Irgendwie das arteriale Blut und mit Venenblut hat sich dann irgendwo im Herzen vermischt. Also irgendwie gab es dann einen Durchgang. Und bis 4 Jahre ist das dann so gegangen. Von einem Krankenhaus zum anderen, also ganze EKGs. Also jeder hat dann irgendwann mal gesagt, es wird Zeit, dass sie da eine OP angehen. Das haben die Eltern dann im Angriff genommen. Also eine Herz-OP. Herz-OP. Und damals vor 35 Jahren ist eine Herz-OP, ich meine, so wie mein Vater das mir erklärt hat, damals, du hast 4 Minuten Zeit. 4. 4 Minuten. Danach wird es schwierig, das Herz wieder in Gang zu bringen. Und das ist ja praktisch am offenen Herzen, ne? Die OP. Puh. Das Kind wird, also der hat gesagt, wie das Ding, es wird in Eiswasser gelegt, damit die Blutung, also die Zirkulation sich verlangsamt und so, die ganzen, ja. Und dann wird der Brustkorb aufgemacht und dann wird operiert. Mensch. Also er hat damals vor 35 Jahren gesagt, also die Überlebenschance war 4 von 100. Was? Wir sind dann extra nach Novosibirsk, das ist ungefähr 6000 Kilometer von uns entfernt gewesen. Hingefahren, meine Eltern dann abends im Gasthaus oder im Hotel oder was auch immer das war. Bevor die schlafen gegangen sind, dann haben die gebetet und haben gesagt, Herr, wenn es dich gibt, dann hilf uns. Aber haben Sie an Gott geglaubt oder eben nicht? Mein Vater oder? hat ein bisschen was von Gott gehört, weil er halt viele Verwandte hatten, die Christen waren, aber jetzt nicht wirklich, ne? War ja praktisch Kommunist. Ja. War ja in der Partei drin und so, weil er halt ein Medizinstudent, also Vorzeigeschüler oder Vorzeigestudent, Ja. sonst irgendwas, ist ja alles dort so gewesen, ja, in dieser Zeit. Ja, am nächsten Tag sind wir ins Krankenhaus, wieder ein kurzer Check-up und war halt eine Frau an der Anmeldung, hat mich mit dem Stethoskop abgehört, ob alles okay ist. Ja. Macht dann so verwunderlichen Ausdruck, sagt er, ja, was machen Sie denn eigentlich hier? Aha. Und der Vater so, hä, wie, was meinen Sie denn? Ah ja, ich meine, ich verstehe schon, dass Sie zur OP sind, Ja. aber ich höre nichts. Und die hat auch gesagt, glauben Sie mir auch, ich habe schon lange Erfahrungen in diesem Bereich, man kann das raushören. Ja. Und der Vater natürlich dann, ja, die gnädige Frau ist ja alles schön und gut, aber ich bin auch angehender Arzt und hat gerade auch zu der Zeitpunkt, glaube ich, Chirurgie studiert. So lasse ich mich, also ja, sie so, ja, ich verstehe, mich auf die Liege überprüft, es ist nichts da gewesen. Einfach weg. Innerhalb einer Nacht ist das Problem, also diese Herzfälle weg. Ich bin jetzt schon 39 Jahre alt, ich bin gesund. Ich habe noch nie irgendwelche Probleme gehabt mit dem Herzen. Unglaublich. Ja, so hat es angefangen. Von diesem einen Gebet von deinem Vater. Wenn es dich gibt.
dann hilft Wenn es dich gibt. Und hat er nicht noch ein Versprechen Gott gemacht? Genau, der hat damals gesagt, glaube ich, also so wie er es mir erzählt hat, wenn es dich gibt, also wenn du ihn nimmst, also dann werde ich dir halt dienen. Und hat er das gemacht? Nein. Also quasi du warst gesund und ihr seid wieder nach Genau, Hause das hat sich gefahren? dann vergessen, irgendwie klar. Man kommt in den Alltag rein, ja, und man vergisst das. Mein Vater hatte dort, das habe ich, glaube ich, vergessen noch zu erwähnen, mein Vater hatte dort auch mit Kriminalität ein bisschen zu tun, also mit der örtlichen Mafia so ein bisschen so. Und ich habe die ganzen, ja, der hat mich auch immer überall mitgenommen. Und das bin halt damit aufgewachsen sozusagen. Ja. Ne? Also diese Ja. ganzen Sachen, Okay. die er gedreht hat damals und was auch immer. Ja, und irgendwann mal haben es irgendwie mit die Papiere zusammengekriegt, dass wir auch nach Deutschland auswandern. Wie alt warst du, als ihr nach Deutschland kam? Also ich bin unterwegs 13 geworden. Unterwegs 13 Unterwegs geworden, 13 ja. geworden. Das war Ja. 96, ja. Und deine Eltern sind ja dann hier in Deutschland Christen geworden. Genau, aber irgendwie, ja, habe ich mich, ja, ich habe es irgendwie nicht ganz verstanden oder irgendwie auch nicht wirklich berührt davon gewesen. Bin dann einfach meinen Weg gegangen, sagen Ja. wir mal so. Irgendwie Freunde gefunden und dann so Stück für Stück haben wir dann angefangen, irgendwie Drogen verbreiten. Ja, ja. Drogen verbreiten und Raubüberfälle, sonst irgendwas. Also nicht nur der Oma das Portemonnaie klauen oder so. Nee, oder nee, nee. das Also nicht. waren schon geplante Sachen. Ja. Ja. Genau. Also schon gut organisiert und sagen wir mal so, auch erfolgreich durchgeführt. Und man hat euch nicht erwischt. Nein, Nein, für wie lange nicht? für wie lange nicht? Ich denke mal 18, 19, dann. Ja. So zwei gute Jahre. 2 gute Jahre. 2 gute Jahre haben wir da schon einiges gedreht. Ja. Und alles quasi hat funktioniert. War es nicht gefährlich manchmal oder ganz Boah, brenzlig? es war auf jeden Fall Schon? gefährlich. Hast du nicht manchmal sogar um dein Leben gebangt oder so? Oder war es wirklich manchmal kritisch? Oder? Ja, war schon. Also in Schlägereien war ich eher der Bessere. Ja. Aber manchmal gab es auch, kamen auch Schusswaffen halt und Stechwaffen ins Spiel und da wurde ich halt wirklich so ein paar Sachen haarscharf. Aber nur haarscharf. Aber nur Wurde es haarscharf, nie genau. lebensgefährlich, auch für dich oder so? Also also verletzt wurde ich nie, aber so ein paar Dinge sind schon vorbeigeflogen. Ja. Boah. Und deine Eltern, haben sie das gewusst? Also was ich genau mache, nein. Die haben nur gewusst, dass ich da mal nachts nie zu nach Hause kam oder meistens erst morgens früh. Irgendwas, okay, vielleicht jemanden zusammengeschlagen oder kam mal selbst mit so ein bisschen verkratztem Gesicht nach Hause oder ich kam morgens nach Hause, meine Mutter saß noch die ganze Nacht auf der Couch und hat auf mich gewartet. Wirklich? Und kamst du nach Hause, Söhnchen, bist du da? Schön, ich gehe jetzt arbeiten. Also schlafen war ja dann nichts mehr. Wow. Und Ja. ja, das hat dann, ich habe es ignoriert. Ja. Also, War dir egal, jung und ja, genau. Irgendwie. ja, viel mit der Gruppe unterwegs. Ja, aber irgendwann seid ihr oder bist du ja trotzdem erwischt worden. Vielleicht kannst du das Genau. mal erzählen. Das war, ja, wir haben zwar nach einem Raubüberfall, ja genau, einem bewaffneten Raubüberfall. Aber die haben uns schon gesucht, sagen wir mal so. Die haben nur gewartet, bis wir wirklich da in irgendein Fettnäpfchen treten, dass weil die kamen dann wirklich mit 3 Revieren, kamen mit Scharfschützen auf dem Dach und so und Maschinengewehren. Also. Ja. Aber als wir dann im Polizeirevier die uns gebracht haben, hatten wir ein paar Sachen auf den Tisch gelegt und hat gesagt, Georg, du musst dich jetzt entscheiden. Entweder du nimmst jetzt diesen bewaffneten Raubüberfall, weil da kannst du das nicht abstreiten. Du bist da voll mit drin, die haben dich erkannt und so. Und dann hat er so eine dicke Mappe rausgeholt, mehrere Ordner, und gesagt, oder du kriegst jetzt das alles aufgepumpt. Und das hast du auch alles gemacht? Ja, dass da in da diesen sind Ordnern- Fotos drin gewesen und alles. Ja, der hat mir ja Nee. gezeigt. Das sind Fotos von Tankstellen, wo uns mal den Kamera fotografiert hat. Also die haben alles gewusst. Die haben wirklich nur darauf gewartet, dich quasi festzunageln, wenn man so will. Ja, Ja, und dann saßt du eben da mit diesen Ordnern voller Sachen, also entweder dafür oder einfach raubüberfallend. genau. Und dann habe ich gesagt, ja komm, machen wir das. Vielleicht als Jugendstrafe kommt man noch eventuell
auf Bewährung oder sonst irgendwas von einem guten Anwalt. Also, Ja. Ja, und dann, 2,5 gefordert, 2,5 gekriegt. ja, 2,5. Und in dieser Zeit hat sich da was verändert in deinem Herzen? Verändert, sagen wir mal so, von der Einstellung zu Gott nicht wirklich viel. Ich habe mir zwar jeden Tag, also jedes Mal die Bibel aus der Bücherei genommen, habe die nie aufgemacht. Die hat immer dann auf der Fensterbank schön gelegen. Aber ich meine, klar, viele Briefe von Eltern und wenn die Besuch kamen, man hat ja gesehen, dass also meine Mutter das erste Mal, als die kam, die war grau. Die hat graue Haare gekriegt. Aber das war mir so peinlich und das war für mich schon hart. Und ja, das hat mich eher dann so ein bisschen auch bewegt. Ja, ja. Ja, und Briefe natürlich geschrieben. Die Eltern haben nie aufgehört. Also die sind dann jeden Sonntag in die Kirche, also jeden Sonntag in der Kirche aufgestanden und haben gesagt, bitte betet für Georg, bitte betet für Georg, bitte betet für Georg. Dann haben deine Eltern und die Gemeinde haben immer für dich gebetet. Ja, es war immer jemand da, der für mich gebetet hat. In der Zeit. Ja, und dann kam der Tag, da kamst du wieder raus und hat sich dann was verändert? Nein. Nein. Da kam natürlich wieder die Freude, die Freunde. Ja. Und dann habe ich irgendwann mal meinen Schuldner getroffen, habe den gefragt, wo mein Geld bleibt. Hat er auf die Fresse gekriegt. Dann habe ich wieder 9 Monate Bewährung kassiert. Ja. Aber dann kam ja dann irgendwann doch der Tag, wo sich wirklich was verändert hat. Ja, das war so eine Gartenparty beim Kumpel und war auch ziemlich gut dabei, also war alles drin, also vom Kiffen, Alkohol und auch ein paar Nasen gezogen, dass man wieder fit wird oder so. Ja, und dann irgendwie habe ich das Verlangen gekriegt, ja, nach Hause, Vater anrufen, soll mich abholen. Ich habe dann angerufen, meine Schwester ging dran und habe dann gesagt, ja, könnt ihr mich abholen? Das war auch nicht weit, das waren, glaube ich, 4 Kilometer von zu Hause. Also. Und das hast du vorher noch nie gemacht? Nein, das habe ich vorher tatsächlich noch nie gemacht. Ich bin immer der Letzte, der, wie gesagt, von solchen Veranstaltungen nach Hause geht oder überhaupt, also immer bis zum Schluss. Also Vater kam dann und ja, was willst denn du und so? Ich so, ja, keine Ahnung, ich will nach Hause. Mich ins Auto rein, nach Hause gefahren. Ja, da habe ich noch zu Hause, keine Ahnung, ein bisschen Trara gemacht. Ja, dann habe ich mich noch irgendwo gestolpert, habe mich verletzt noch. Meine Mutter hat mich dann irgendwie verarztet. Ich habe mich dann ins Bett gelegt und die kam dann dazu, hat sich an Bett gesetzt und hat irgendwie gesagt, Georg, ja, wie lange willst du das noch machen? Und ich kann es dir nicht sagen, was passiert ist. Aber ich habe wirklich so ein Knacken gehört in mir. Als ob irgendwas gebrochen ist. Ja, so. Also, weißt du, wenn du so mit Knochen so Dings und so, so richtig klack. Und ich habe angefangen zu weinen, wie ein kleines Kind. Also wirklich weinen. Und dann habe ich gesagt, Mama, es tut mir so leid. Und habe angefangen, mich zu entschuldigen und wurden dann auch hysterisch oder so wahrscheinlich, weil keine Luft gekriegt und so, ja. Kam Vater hoch, was ist jetzt schon wieder los und so. Und dann sieht er, ich stehe hier auf den Knien und dann, Papa, bitte, tut mir leid, verzeih mir, keine Ahnung, ich habe so viel Scheißdreck gemacht und sonst. Ja. Also ich habe, glaube ich, mehr als eine halbe Stunde darum Verzeihung gebeten bei Eltern, ja, weil für den, was ich denen alles angetan habe, reicht das natürlich nicht, aber dann irgendwann mal habe ich gesagt, Papa, du musst die Ältesten holen, weil ist fertig jetzt, ich will jetzt mein Leben Jesus geben. Einfach so? Einfach so war es nicht, so? Ja. Aber zu dem Zeitpunkt war es einfach so, ja. Und dann hat er gesagt, spinnst du oder was? Guck dich nochmal an, du bist ja voll besoffen. Ja. Ich so, Papa, entweder jetzt oder nie. Und da hat er tatsächlich die Leute angerufen, die kamen dann auch 4 Uhr morgens oder so. Um 4 Uhr morgens? Hat er die aus dem Bett geholt, die kamen dann zwei von den Ältesten aus der Gemeinde. Ja. Ich habe dann auch direkt Buße getan. Also, und am nächsten Morgen stand ich in der Gemeinde. Ist ja unglaublich. Ja. Und das war wirklich der Punkt, wo sich dein Leben radikal verändert hat? Es hat noch, glaube ich, 2, 3 Monate mit dem Rauchen und sowas. Ja. Ne? Also, aber sonst eigentlich, ja. Unglaublich. Und du bist auch nicht rückfällig geworden? Nein. Nie? Das war jetzt
vor 16 Jahren oder so, kann das sein? Das war 2007 oder so, ja, 2006, 2007. Ja, und du hast mir auch erzählt im Vorgespräch, ja, dass du kürzlich bei einer Freizeit hattest du auch Genau. so einen unglaublichen Gedanken. Da hatte ich einen Moment, da hat mir Gott gezeigt, wie treu er wirklich ist. Ja. Ja, dass er auch ein treuer Hirte ist. Und da steht ja in der Bibel geschrieben, dass er 99 stehen lässt und den einen suchen geht. Und das hat er bei mir gemacht. Wir waren kürzlich, also dieses Jahr im Mai, waren wir auf einer Gemeindefreizeit. Und da gab es halt Gebetszeit, und dann habe ich auch Gebet für mich genommen. Da gab es ein Wort für mich, das ist der Georg, weißt du, wie treu ich eigentlich zu dir bin? So wie du atmest, so ganz natürlich, ohne darüber nachzudenken, so unbewusst, so treu bin ich zu dir. Und dann hat er mir ein Bild gezeigt. Wir waren 1990 mit der Familie hier in Deutschland zu Besuch, bei den Verwandten. Und die waren ja Christen. Und wir sind dann auch in die Gemeinde gegangen. Wir waren für 3 Monate, glaube ich, hier. Und ich habe dann wieder irgendwas angestellt. Mein Vater hat mich geschimpft und als Strafe war so sein Ding, mich irgendwo auf die Knie zu stellen in die Ecke, und dann musste ich so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde so auf den Knien stehen. Und da stand ich halt da in irgendeinem Schlafzimmer oder so, wo wir Dings waren, die Eltern waren nicht da, und auf dem Bett lag so eine Kinderbibel in Comic. Also, die war auf Russisch, und damals konnte ich noch kein Deutsch. Und ich habe die so ein bisschen rumgeblättert. So, das war so ein Neues Testament sozusagen, also die Geschichte von Jesus. Irgendwann mal kam diese Stelle, wo er dann gekreuzigt wurde. Und das hat mich irgendwie so berührt damals als kleiner Junge. Ich habe dann angefangen auch zu weinen, habe diese Comicbibel so umarmt und habe gesagt, Jesus, ich liebe dich. Und dann, als ich diesen Bild gesehen habe, sagt Gott, da, als kleiner 7-jähriger Junge, hast du dein Leben mir gegeben. Und jetzt bin ich als treuer Hirte dir nachgegangen und habe dich geholt, weil dieser Tag, als ich dann zu Hause dann die Ältesten gerufen habe und habe Buße getan, das war für mich seltsam. Ja, das war ja irgendwie, gab es keinen Aufruf, das gab kein Licht vom Himmel oder was auch immer. Ja, es war nur ein Gedanke, ruf deinen Vater an, der soll dich abholen. Ja. Und ich meine, das kam mir schon ein bisschen komisch vor, ja, aber ich habe gesagt, ja, was habe ich denn getan? Warum? Warum jetzt? Wie? Na? Genau. Und dann hat er gesagt, ich bin dir nachgegangen, jetzt brauche ich dich. Ich habe dich geholt, ich habe dich gefunden. Oh, ist so schön. Ich konnte auch weiter. Ja, aber wirklich, das ist so schön, auch wie treu Gott ist. Er ist unglaublich treu. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Ja. Wenn er einmal zusagt, das ist für Ewigkeit. Und das hast du seither auch immer wieder erlebt, diese Treue von ihm? Immer wieder. Und wo stehst du heute? Ich bin verheiratet, habe 3 wunderschöne Kinder. Ja. Oh. Der Älteste ist 11, dann Tochter ist 9 und der Kleinste ist 6, Benjamin. Und was ist so dein größter Herzenswunsch noch so für jetzt oder für die nächste Zukunft, die kommt? Gott hat immer Gutes für dich vor. Ja, das ist Gott wahr. hat eine Perspektive für dein Leben. Das ist egal, woher du kommst, egal, was du gemacht hast. Und gerade, weil ich viel gemacht habe, weiß ich, dass mir viel vergeben wurde. Ja. Umso mehr schätze ich das. Mensch, Georg, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du uns da hast Anteil nehmen lassen an deiner unglaublichen Story. Gerne. Und der Treue Gottes in deinem Leben ist wunderbar. Vielen, vielen herzlichen Dank. Dankeschön auch.